der erste Teil. Allerdings mit einer Grafikmod, die ich heute gefunden habe. Nee, was war schnell? X. Ja. Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Ich habe nur gesehen, dass die Mod funktioniert. Ah, ich kann das. Ah. So, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, nein. Oh, okay. Aber ich muss sagen, dafür, dass es ja, wenn du gerade was machst. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savolla. Dafür, dass das Spiel eigentlich von 2008 ist, haben die es verbessert. Nein. Ich bin beinahe runtergefallen. Nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Striege. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt. Das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. So, ja, sorry, ich hatte vergessen, das Intro vergessen. So, da geht es jetzt halt los. Zwar ist es nicht das Original, also die Vanilla-Version, sondern eine Mod, Rise of the White Wolf, die ich heute gefunden habe. Gleich mal installiert. Ja, habe ich schon ein bisschen eingestellt. Ja, fangen wir mal an. Ja, wir nehmen mal das hier. Gut, da ist eine Mortis. Ja, so eine. Ah, nur ein Haus. Okay. Mal sehen, was sich geändert hat. Hochstufen kann man es ja immer noch 1:1 weitergeben. 5 Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die Blauen Berge im Norden von Cedwen. Das Jahr 1270. 5 Jahre nach dem Großen Krieg. Das ist neu. Das ist noch im Original, wo der Geralt gleich. Ja, wohin? Das ist jetzt das Original gewesen. Wo bin ich? Es ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings aus, als wärt ihr gerade dem Grab entstiegen. Ich erinnere mich an nichts.
können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Wir sind da. Leo, holt Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer. Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Ha! Geschafft! Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir. Wesemir, wir haben Gesellschaft. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen.
geht es euch? Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. Ah, okay. Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambock werden sie das nicht schaffen. Verdammt! Was ist das? Ein Furchtbringer, eine grauenhafte Bestie. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Oha. Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit. Da sind noch mehr! Sie dringen in den oberen Innenhof ein! Der mit der Brille ist der Professor, ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Oh, hallo, Javali. Sie haben einen Zauberer bei sich. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung. Ja, das ist eine Mod. Der Professor wird in Redanien, Temerien und Kedwen gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Savolla unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savolla und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und brecht zum Turm durch. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Ja, das ist Feature 1. Wir haben eine gemoddete Version. Ah. Person einsam Schwertverwandlung. Ah, ja.
dafür, dass es... ja, wenn du gerade was machst. Hier geht's nicht weiter. Ja. Mir nach. Zurück zu Savolla. Dafür, dass das Spiel eigentlich von 2008 ist, haben die es verbessert. Nein. Ich bin beinahe runtergefallen. Warte mal, ich hänge fest. So, danke. Das werden Sie bereuen. Gibt's was auf die Nuss? So. Dann würde es auswerfen. Ich schlag euch tot wie ein Hund. Wo wollen wir jetzt? Da kommen wir dahin. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. Legt euch mit mir. So, jetzt. Ja. Mein Kleiner. Ja, Emma. Aber ich glaube, man... Ja. Verdammt, Geralt. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Triss, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung oder... Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savolla etwas Neues einfällt.
nicht, Geralt? Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Bleibt in meiner Nähe. Jetzt geht's hier rein. Geralt, wartet! Was? Da drin sind Banditen. Trinkt den Donnertrank, den Wesemir euch gegeben hat. Da ist der. Drecksymbol. Okay. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. Mit mir an und ihr sterbt. So, jetzt stimmt's gut. Warte, Kumpel. Eile zur Hilfe. Gut, dann folge ich dir einfach mal so. Ah, sehe. So gut wie tot. Euer Ende ist gekommen. Na, endlich. So, komm mal. Schnell, Geralt! Dann hast du es eilig. Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja, dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Savolla keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder, aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt. Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente. Eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung.
Erwartet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Okay. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder. Wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Triss, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann. Mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht. Aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Bin ich mal Gentleman? Ja. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Savolla hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Schnell, verteidigt das Labor. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Moment. Darf ich hier erstmal eintrinken? Wie geht's mir eigentlich? Ah, okay. Anscheinend geht's mir gut. Ah, okay. Keinen Schritt weiter, Weißer. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Ihr unterschätzt euren Gegner. Jetzt sterbt nicht, ihr werdet Männer. Euer letztes Stündlein hat geschlagen.
euch erwischt? Nein. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savolla sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Los jetzt. Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung. Na gut. Also speichern wir mal. Habe ich ihn ja. Wann eigentlich hier der letzte? 2020. Vor 3 Jahre ist es ja. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Mal sehen. Leo, stopp! Ah, es ist also nur ein Märchen. Bitte. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Er braucht Raffats Absud. Haltet durch, Leo. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wesemir. Leo ist tot. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler, aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Wir sehen uns später. Das ist Meditation.
Scheiße. Okay. So geht das. Ich muss von da unten anfangen. So. Wir machen mal 2. So. Eskel kam vorbei, während ihr euch ausgeruht habt. Triss ist noch bewusstlos, aber stabil. Das beruhigt mich. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Wolf. Wir verlassen Kaer Morhen. Hier hält uns nichts mehr. Ich verstehe. Wir müssen uns von Leo verabschieden und warten, bis Triss sich erholt. Und die Banditen? Ja, wir müssen ein paar Dinge zu Ende bringen. Aber zuerst brauchen wir einen Heiltrank für Triss. Wir müssen Zutaten besorgen. Hier ist nichts mehr übrig. Ich kann mich darum kümmern. Wie braue ich den Trank? Lambert wird euch die Formel geben. Sucht am Kamin nach ihm. Er ist bei unserer tapferen Zauberin. Lambert? Er hasst Triss nicht? Ich denke, er hat Schuldgefühle. Wenn Triss aufwacht, wird sie als erstes hören: Endlich wach, Merigold. Typisch Lambert. An die Arbeit. Später bringe ich euch bei, wie man Zutaten aus Ungeheuern extrahiert. Ich bin im Hauptsaal. Gut. Captain. Besada. Ich muss mich in der Burg umsehen und mich vergewissern, dass mit den anderen alles okay. Na gut. Soll ich nicht lang? Dann gehen wir halt zurück. Wurde sie weggebracht? Ja. Halt. Oh. Na gut, da geht's nicht lang. Auch nicht lang. Geralt, stimmt etwas nicht? Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Ich muss einen Trank für Triss brauen. In der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr eine Fiole weiße Möwe finden. Holt euch etwas Calcium Equum aus dem Abendsaal. Sucht in den Truhen nach weißen Steinen. Solltet ihr auf Nachzügler stoßen, beseitigt sie. Wir können keine Gefangenen brauchen. Die Treppe findet ihr hinter dieser Tür. Ich würde ja gehen, aber Merigold liegt bewusstlos beim Feuer. Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet.
Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Wo war das Calcium-Equum nochmal? Im Abendsaal. In einer Truhe. Wir sehen uns später. So, ich habe jetzt alles genommen. Okay. Ein Hühnchen.
Was braucht ihr? Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Wir sehen uns später. Weiße Möwe, habe ich das schon? Qualbe, Blaubeeren, Lussanrot. Okay, da habe ich eins. Muss ich nochmal hoch. Dann. Waffenkammer. Da wird das weiter hinten. Fuck, dass das Ding ja zusammengepackt ist. Ah. So. Ich hab die Kiste übersehen. Halleluja. Kriegt mir ja Schiss. Aber die Musik ist großartig. Was braucht ihr? Erledigt. Ich habe die Zutaten. Und oben ist es sicher. Gut, aber ihr braucht 2 weitere Zutaten, um den Trank zu brauen. Die Klaue einer mächtigen Bestie und etwas Schöllkraut. Wesemir sagt euch, wo ihr das findet. Lasst mich euch die Formel lehren. Braucht ihr etwas, Wolf? Ich habe einige Fragen. Was gibt's? Was kann ich als Grundzutat für meinen Trank benutzen? Alkohol. Je besser er ist, desto reiner und mächtiger wird euer Trank. Ihr scheint euch hier zu Hause zu fühlen. Nun, ich habe die Waffenkammer stets dem Alchemielabor vorgezogen. Wesemir ist keineswegs ein Experte, auch wenn er die Bedeutung von Tränken andauernd betont. Im Grunde hat er immer Schwertkampf unterrichtet. Trotzdem versucht er, uns alles beizubringen, was er in seiner Jugend gelernt hat. Und das liegt schon einige Zeit zurück. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht viel übrig für all die Pülverchen, Pilze und den ganzen anderen Kram. Hätte uns Triss nicht mit Leos Mutation helfen können? Vielleicht, aber es ist ein bisschen komplizierter. Wir haben ihr das Labor nie gezeigt und die letzte Mutation wurde vor Jahren abgeschlossen, noch vor der Schlacht. Wesemir kann euch mehr darüber erzählen. Glaubt ihr wirklich, dass Triss nie ihre Magie eingesetzt hat, um einen Blick hineinzuwerfen? Sie achtet unsere Geheimnisse und sie hat viel für uns, für euch getan. Ich vertraue ihr. Warum habt ihr ihr dann das Labor nicht gezeigt? Triss würde unsere Geheimnisse bestimmt gern nutzen, um Leute zu heilen und so. Ich bin mir sicher, dass sie es versuchen würde. Aber so einfach ist das nie. Habt ihr jemals von dem Gnom Alfred Nabel gehört? Eskel, ich habe eine Amnesie. Wie die meisten seiner Rasse war er ein überragender Erfinder. Nach Jahren der Forschung entdeckte er eine erstaunliche Substanz. Er wollte sie in Minen und Steinbrüchen einsetzen. Obwohl er ein Genie war, hat er übersehen, dass es noch andere Verwendungsmöglichkeiten für seine Erfindung geben könnte. Andere erkannten schnell, dass eine Substanz, die fähig war, der Erde Granit zu entreißen, auch Burgmauern vernichten könnte. Manche dachten sogar darüber nach, sie direkt in der Schlacht einzusetzen. Ich verstehe. Was geschah also mit Alfreds Entdeckung? Magier haben verhindert, dass sie verbreitet wurde. Alfred beging Selbstmord und sein Labor brannte nieder. Hätte uns Triss nicht mit Leos Mutation helfen können? Vielleicht, aber es ist ein bisschen komplizierter.
Wir haben ihr das Labor nie gezeigt und die letzte Mutation wurde vor Jahren abgeschlossen, noch vor der Schlacht. Wesemir kann euch mehr darüber erzählen. Ich werde mit Wesemir reden. Ich würde aber noch ein bisschen reden. Können wir noch ein bisschen quatschen? Ah. Wie kann ich helfen? Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Es gibt 3 Stufen. Die erste ist die Wahl. Leo hat sie gemeistert und das harte Trainings- und Ernährungsprogramm durchgehalten. Ich vermute, da steckt mehr dahinter als die übliche Salat- und Karottendiät. Spezielle Pilze, Moose und Kräuter werden im Labor gezüchtet. In Verbindung mit dem Training beschleunigen sie das Muskelwachstum und die Verdauung, wodurch die allgemeine Konstitution des Körpers verbessert wird. Meistert jeder das erste Stadium? Leider nicht. Oft versagen Leber und Herz. Manchmal leidet auch der Verstand, was zu übermäßiger Aggressivität führt. Und das zweite Stadium? Die Prüfung der Gräser. Über sie kursieren mehr idiotische Märchen als über Prinzessinnen und Zwerge. Vor dem Überfall befanden sich in dem Labor Fiolen, Öfen, Formeln, Kräuter und die Gräser. Alles, was fehlte, war ein Magier mit seiner Zauberkraft. Wart ihr je Zeuge einer Prüfung? Nur eine, unserer eigenen. Ich dachte, ich würde verrückt, als euer Haar weiß wurde. Die Gräser beeinflussen das Nervensystem, weshalb der Vorgang mit Magie kontrolliert werden muss. Die Prüfung führt zu blitzschnellen Reflexen. Reaktionszeiten, die normale Menschen niemals erreichen. Nur 4 von 10 überleben. Drastische Quote. Und das dritte Stadium? Darüber weiß ich nichts Genaues. Es beinhaltet Veränderungen wie die Mutation der Augen, des Knochenmarks, der Hormone. Aber dafür können wir im Dunkeln sehen, genesen viel schneller als normale Menschen und erlangen eine höhere Resistenz gegen Gifte. Interessant. Was ist der Preis dafür? Wir sind unfruchtbar. Sind die Veränderungen unumkehrbar? Ganz und gar. Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Es gibt 3 Stufen. Die erste ist die Wahl. Leo hat sie gemeistert und das harte Trainings- und Ernährungsprogramm durchgehalten. Ich vermute, da steckt mehr dahinter als die übliche Salat- und Karottendiät. Spezielle Pilze, Moose und Kräuter werden im Labor gezüchtet. In Verbindung mit dem Training beschleunigen sie das Muskelwachstum und die Verdauung, wodurch die allgemeine Konstitution des Körpers verbessert wird. Meistert jeder das erste Stadium? Leider nicht. Oft versagen Leber und Herz. Manchmal leidet auch der Verstand, was zu übermäßiger Aggressivität führt. Ich glaube, ich habe genug gehört. Wie kann ich helfen? Habt ihr den magischen Sturm gesehen? Ja, ich war gerade auf der Jagd. Kurz bevor der Sturm aufzog, stieg ein Schwarm Nachtschwalben auf. Es waren Hunderte. Graue Schemen am Himmel, die wild kreischten. Für gewöhnlich versammeln sich nicht so viele und ihre Rufe klingen selten so panisch. Als der Sturm begann, brach ich die Jagd ab und kehrte nach Kaer Morhen zurück. Unterwegs bin ich auf die anderen gestoßen. Wir unterhalten uns später. Das war ein harter Kampf. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten. Aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium-Ecoum habt ihr bereits. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Hey, hallo, ich würde aber noch quatschen. Ja?
wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Wo? Ich habe noch eine Klaue und weiteres Schöllkraut. Eskel hat Alkohol. Und irgendwo oben habe ich Calcium-Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig. Es ist gar nicht so schwer. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Warum ist er nicht hier? Ja. Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Mein Gott. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Na gut. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Heißen wir mal noch. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt. Richtig. Einst lebten hier 15 Hexer und bereiteten Knaben auf ihre Prüfungen vor. Nur sie kannten die Geheimnisse der Mutation. Hexer, die auf dem Pfad aufgebrochen waren und sich nicht in die Gemeinschaft der Menschen einfügen konnten, überwinterten hier. Vor der Schlacht nannten 23 Hexer und 40 Schüler Kaer Morhen ihr Zuhause. Zu wenige für den Mob, der uns angriff. Ich habe nie erfahren, warum sie kamen. Manche sagen, es war ein Ausbruch des Zorns aus Abscheu vor den Hexern. Aber das stimmt nicht. Jemand hat den Mob mit Flugblättern voller Lügen aufgehetzt. Und die Fanatiker hätten das Fort gewiss nicht ohne die Hilfe von Zauberern einnehmen können, auch wenn sie stark in der Überzahl waren. Nicht einmal die Jüngsten verschonten sie. Ich allein überlebte, verborgen unter den Leichen. Macht einen Rundgang, Wolf. Die Skelette sind noch da. Vielleicht findet ihr ein Flugblatt, es gab einst Hunderte. Prägt es euch ein. Als Mahnung, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind. Na gut, darf ich noch was sagen? Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Nein. Aber Triss glaubt nicht an gewöhnliche Banditen. Wir haben mit Salamandern verzierte Abzeichen bei den Toten gefunden. Das könnte das Symbol ihrer Organisation sein. Ich spüre, dass schwere Zeiten vor uns liegen. Ich bin höflich. Wir unterhalten uns später. Da. Nicht besetzte Lederjacke. Wacken der seine Klamotten? Hast du es einfach angelegt? Na gut. Ja. Ich glaube, jetzt soll ich irgendwie den Innenhof. Es sieht aus, als sei ein Hexer mit dem Schwert schon immer talentierter gewesen als mit dem Pinsel. Ja. Ja. Linksklick und eine. Ah, ich muss also viel lesen. Gut.
sind Lambert und Eskel? Oben. Lambert ist in der Bibliothek und Eskel bringt Triss in ihr Zimmer. So. Ich habe alle Zutaten. Gut. Jetzt ruht euch aus und bereitet den Trank gemäß der Formel zu. Ah, Bubu machen. Klingt mit der Maustaste auf die Fiole. Wähle der Schlussheiltrank. Markiert das Wischen unten rechts auf dem Bildschirm. Man müsste im Prinzip nichts machen und das Zeug baut sich von selber. Und das habe ich doch schon gefunden. Ah, da bist du ja schon. Ja, dann ging das hier rein. Nein, da hoch. Hier hoch. Nicht runterplumpsen, Gerald. So. Bin doch gar nicht hier. So. Hasenpups da dran. Ja. Habt Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie, sterb mir bloß nicht weg, Marigold. Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Ich nehme an, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich. Ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Es gibt nichts zu vergeben. Was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt, ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Ja, an diese Karten kann ich mich noch erinnern. Oh, Geralt, es war mir ein Vergnügen. Wie immer. Wie immer?
Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Sie brachen in das Labor ein, töteten Leo, stahlen unsere Mutagene und entkamen. Armer Wesemir. Wieder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis ihr wach seid. Vielen Dank. Was die Mutagene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr. Außer, ihr möchtet mich noch etwas fragen. Wisst ihr sonst noch etwas über den Zauberer, der das Labor verwüstet hat? Er ist sehr stark. Er hat die Energie, die er dem Kreis entzog, vollständig kontrolliert. Vielleicht haben wir es bald mit einem neuen Wilgefortz zu tun. Mit wem? Egal. Es gibt da etwas, das ich euch gern beibringen würde. Neuer Wilgefortz? Ah, das heißt, es spielt nach der Witcher-Serie. Geralt, können wir gehen? Der Diebstahl. Welche Folgen könnte er haben? Die meisten Zauberer und Herrscher würden ihre habgierigen, machthungrigen Seelen verkaufen, um an diese Mutagene zu kommen. Nur ein Meister der arkanen Künste kann etwas mit diesem Wissen anfangen. Von ihnen gibt es nicht mehr viele. Was ist mit wohlhabenden Kaufleuten, Herzögen, Königen? Vielleicht. Alles ist denkbar. Aber wir vergeuden nur Zeit mit derlei Spekulationen. Wir haben einfach nicht genug Informationen. Stimmt. Geralt, können wir gehen? Na schön. Wir sollten Wesemir nicht warten lassen. Dann kommt. Ja, hätte ich vielleicht mal fragen können, ob sie das Gedächtnis wiederherstellen kann. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küsten. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwen, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vizima. Triss. Nicht, Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf bald, Triss. Oh, hallo Steffi. Mir geht's gut und wie geht's dir? Ist halt doof, dass das Wochenende schon wieder rum ist. Caroline, ich bin müde. Es ist Prost, nicht geht mehr los. weit. Wir sind bald da.
bringe dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Haut lieber ab. Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Was zur Hölle? Schließt das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Au, das Mädchen hat sich gesammelt. Geralt, euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau. Die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau. Diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite. Ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Was war denn das? Magie sicherlich. Die Bestie. Geralt, seht. Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Tet-Deria, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Händen Schleer, aus einem Samen. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Nicht so laut. So jemand war hier, aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Ja. Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Habt Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Die haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken.
Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Leider vergessen zu fragen. Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran Krankenhaus in Visima, um bei der Bekämpfung der Catriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Ärztin. Ja. Und was wird aus Alvin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wir sprechen uns noch. Ich will mal erfahren, wie ich die Sonne finden kann. Okay. Aber ich glaube, Igni habe ich noch gar nicht. Kann man In der quasi- Gruft hausen Ungeheuer. Ah, okay. Da ich die Stadt nicht betreten kann, werde ich mich im Tempel des ewigen Feuers dem Gebet widmen. Der Großmeister vom Orden der Flammenrose kam hier vorbei. Ah, ja. Das Leben in der Armee ist... Na gut. Ah, da ist das schon eins. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Visimas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als Seuchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Visima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Nicht. Lebt wohl. Ich werde mir sparen. Ah. Wechsel haben wir frei. Brauchen auf jeden Fall erstmal
gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, ich bin ein Zwerg. Nein, ich unterstütze die Scoia'tael nicht. Ja, ich habe Steuern und Schmiergelder bezahlt. Oft. Sogar heute. Beruhigt euch. Ich will nur reden. Ich kann im Grab ruhig sein. Optimistisch gesehen ist es bald soweit. Ich komme zur Beerdigung. Zur Hinrichtung auch. Einmal haben sie mich gezwungen, mit anzusehen, wie ein Anderling gehängt wurde. Hab mich beinahe um Kopf und Kragen gelacht. Verstehe. Man mag Anderlinge hier wohl nicht. Nirgends in den nördlichen Königreichen. Ein Staatsdiener wie Siemals gewann jüngst einen Innovationspreis. Für die Entwicklung von Galgen speziell für Zwerge. Was ist daran so innovativ? Nichts. Aber bedenkt, was man da spart. Aus all dem gesparten Holz kann man andere Waren herstellen. Spielzeugschwerter zum Beispiel. Kann ich euch etwas fragen? Ja? Ja. Wer sind die Scoia'tael? Terroristen oder Unruhestifter würdet ihr sie nennen. Sie kämpfen für die Rechte von Anderlingen. Scoia'tael ist elfisch für Eichhörnchen, benannt nach den Eichhörnchenschwänzen an ihren Mützen. Treibt ihr Handel mit ihnen? Verpisst euch, ihr legt mich nicht rein. Verschwindet, Störenfried. Verschwindet, Störenfried. Verdammt. Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Machen wir mal so. Na dann, gehen wir mal einen trinken. Was ist denn hier der Ach, da ist der. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Na bitte. Ich bin ein Hexer. Bah, beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Ich spreche mit ihm. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargest plaudern. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Noch ein bisschen quatschen. Ah, Was kann ich für euch tun? Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Seht euch an den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich sehe mich um. Was kann ich für euch tun? Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Ich passe. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach, egal. Was kann ich euch bringen? Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. na schön. Seid nicht zornig. Nur ein
wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Bier. Einen Augenblick. Ihr seid ja sehr redselig. Manchmal. Moment, Schätzchen. Ich habe noch eine Bestellung. Okay. Die Hühner rennen hier so frei rum. Oh. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nö. Wir sprechen uns noch. Reden wir mal kurz mit dem Bengel. Ihr habt mich gerettet, oder? Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Schau an, ein Hexer. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Orens. Erzählt mir von diesem Turnier. Die Regeln sind ganz einfach. Ihr schlagt euch gegenseitig ins Gesicht. Wer am Ende noch steht, hat gewonnen. Klar und deutlich und einfach. 25 Orens. Nein. Ein andermal. Wie viel hab ich eigentlich? Nicht. Okay. Götter segnen mich mit. Na gut, dann muss ich wirklich erstmal ein bisschen Geld holen, machen. Aha. Fragt nach dem Geistlichen. Ja? Warum verfolgen die Leute hier Anderlinge? Warum passen Schäfte in Scheiben? Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Menschen konnten Zwerge und Elfen nie ausstehen. Was weiß ich, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob ich euch richtig verstehe. Tja, dann denkt halt mal eine Weile drüber nach. Oder geht zu Brock, dieser Made. Mit Fremden rede ich nicht darüber. Klar. Ja? Lasst uns über Waffen sprechen. Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich kann Schwerter schmieden. Bringt mir 3 verschiedene Erze und ich schmiede euch ein vortreffliches Stahlschwert. Ich suche nach Erz. Noch etwas. Für 35 Orens könnt ihr dieses vorzügliche Schwertfett haben. Es ist nicht gerade legal, aber ich brauche das Gold. Kein Interesse. Ja? Lebt wohl. Ja gut, dann gehen wir mal ein bisschen hier rum. Nein.
Hexe. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient? Objektfeld benutzen. Okay. Wer ist das denn? Nein, es gibt keine Missionen für euch. Altwasser. Klappe. Althaus. Ja, stimmt. Alt kann man mal sehen, wo man rein konnte. Okay. Mal nicht reingelassen. Aber ja. Hat auch noch mal bessere Tage gesehen. Ah, jetzt kam ich rein. Naja gut, du brauchst es ja nicht mehr. Ah, da drin hast du noch Hassi. Ja gut, ein paar Talas kann man einmal brauchen. Ah. Mann oder Frau hat dich verlassen. Da hast du die zu Tode gesoffen. Ich bin müde. Halt! Was? Na, was schon. Ich will in die Stadt. Es gibt eine... Wie heißt es noch? Quadrantine. Dauert sie noch lang, diese Quarantäne. Sowas weiß der Kommandeur. Ich nicht. Und der Kommandeur ist wohl drin. Gilt diese Quarantäne denn für alle? Keine Ahnung. Habt ihr schon einmal jemanden hereingelassen? Leute mit Pässen. Die darf ich reinlassen. Verstehe. Reden wir. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Ich komme später wieder. Na gut. Na? Wo seid ihr denn, ihr lieben Ertrunkenen? Hm. Anderlinge. Ja komm, dann reden wir mal. Einmal im haarigen Bären trinken. Aber die Stadttore sind zu. Langweilig. Zum Kaufen hier? Geht zu Brock. Verfluchte Anderlinge. Ein
Wunder, dass die Erde sie nicht verschlingt. Ich bin Was habt ihr müde. denn hier oben? Feuerstein, na gut. Da ist ein Fang. Ich hab mal eine Elfin gevögelt. Den für dich. Und ein Dieksmesser. Oh. Alles voll. Na dann. Wie bitte? Da ist wohl eine Audioline verschwunden. Was habt ihr mit diesem Zwerg zu schaffen? Wir rasieren ihm den Bart ab. Was kümmert euch das? Es wäre besser für euch, wenn ihr eures Weges geht. Ihr liebt die Anderlinge? Steckt die Waffe weg. Und hört auf, damit rumzufuchteln, wenn ihr sie behalten wollt. Oh, ein Lebendiger. Holt ihn euch, Kumpels. Tötet den Penner. Ihr habt es so gewollt. Das ging schnell. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt? Seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund Soltan Chivay. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Soltan Chivay keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spült euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. Habt ihr... Ich habe hier eine Nachricht bekommen. Okay. Gut. Ihr seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Scoia'tael, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Und? Wie geht es euch? Oh, hallo erstmal. Ihr kennt Hallo, mich erstmal, und meine Alter. Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, in dem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Die Breckenricks? Wer soll das sein?
Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenrix heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Ja, okay, Und? du hast noch was? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Visima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, in dem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenrix sitzen mir im Nacken. Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Ich muss jetzt gehen, Sultan. Wir reden später. Halleluja. Ein Würfelspiel. Ja, das ist noch was anderes als Quint. Vielleicht nicht. Ach nee, da war noch ein Fass. Die Tür gibt's hier nicht, oder wie? Doch. Ah, da. Wollte schon sagen. Ja, danke dir. Und eine dicke Umarmung zurück, Steffi. So. Gucken wir mal, was für schneller überhaupt schnellen Eigentumslandherr. Oh. Ja gut. Hackebei benutze ich ja eigentlich nicht. Oh. Seid gegrüßt, edler Fremder. Ihr seid? Harenbrock, Kaufmann und Zwischenhändler, stets zu Diensten. Was führt euch her, Hexer? Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Nö. Nein. Fremde sind nicht willkommen. Fort! Ich muss wirklich mit dem Geistlichen reden. Wo wohnt denn der eigentlich? Ah, einfach geradeaus. Gut, dann drehen wir mal. Der Großmeister zog mit seinem Gefolge vorüber. Das war ein wunderschöner Anblick. Sollte ich mich sputen? Das weiß ich nicht. Viele Tiere starben an der Pest. Wie soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu reden. Ja. Ich glaube,
kenne nur alte Fabeln. Die würde ich gerne hören. Meine Enkel lieben Geschichten über ertrunkene Tote. Etwa die der verschmähten Müllerstochter, die sich in die Fluten stürzte, einen Mühlstein um den Hals. Wenn jemand blind vor Leidenschaft ertrinkt, so kehrt er als ertrunkener Toter wieder. So auch die Müllerstochter. Sie verfolgte nächtens die Lebenden, bis die Ritter vom Orden der Flammenrose ihr ewige Ruhe gaben. Der Orden der Flammenrose löscht Ungeheuer aus? Seine Ritter beschützten uns unentgeltlich. Unfaire Konkurrenz, würde ich sagen. Tolle Idee. Ich kenne keine weiteren Geschichten. Fragt anderswo. Ich frage mal beim Geistlichen nach. Holla. Gänseschmalz. Oh. Ja gut, nur Rotwein. Kein kühles Blondes. Aber ich glaube, ich muss erstmal hier die Bücher lesen. So, jetzt kommt es aber ja wirklich nur darauf an, dass man die Einträge bekommt. Ein Clustereintrag hinzu, weil das ist das Wichtigste. So, das haben wir und weiter geht's. Ich arbeite hart, aber Frau und Kinder nörgeln dauernd. Ich will gar nicht wissen, wo die Budenbesitzerin ihr Fleisch findet. Halt, hier ist noch eine Kirche. Gut, eine Kapelle. Abgeschlossen. Tolle Ach, Idee. du bist das. Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen? Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell,
denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein, denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Markierten Platz um den Siegel. Aktivieren Ringsaal. Extraordinär. Menü. Halleluja. Speicheln. Ich bin eine trunkene Mädchen. Habt ihr Gerüchte über Banditen gehört? Ich hörte, sie fordern Gold und entführen Kinder. Entführung? Er hat's aber eilig. Ich bin müde. Kein Durchlass. Wenn ihr einen Brief habt, geht zu Mikul. Ich bin Ihr müde. seid groß und hässlich. Und was ist das? Ihr seid groß und hässlich. Du bist klein und hässlich. Meine Nase juckt. Halt, Moment. Bist du einer von denen, die ich treffen soll? Nee. Da. Bin intelligent. Ah, verdammt. Nein. Nein, Gary. Fehlt was? Wer fehlt denn? Webrit. Okay. Nicht näher. Na toll.
Der Geistliche schickt euch. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Das ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Jo. Ich fand diese seltsamen Würfel. Sehen nach Zwergenhandwerk aus. Doch nicht hier. Wollt ihr uns beiden Ärger einhandeln? Ihr seid nicht gerade ein Heiliger. Angst vor einem Kästchen? Ihr habt so viel Schmuggelware. Überlebensinstinkt. Ich falle lieber nicht auf. Der Geistliche hasst dieses Spiel. Ihr wisst also, was das ist. Das habe ich nicht gesagt. Die Dinger wurden nicht von Menschen gemacht und stinken nach Teufelei. Die Zwerge müssten etwas wissen. Habt Dank. Zumindest dafür. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf. Für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal. Wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer. Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Zeigt her. Der Kunde hat immer recht.
Geistlichen versprochen, dies in der Nacht anzuzünden. In der Nacht, okay. Heißt, ich muss noch ein bisschen warten. Juhu, liebe Toten, wo seid ihr? Das ist ein bisschen laut, oder? So. So. Oh, wow. So. Juhu. Uhr. Okay. Ich hoffe mal, das ist jetzt Nacht. So, warten wir mal kurz da. Ah. Ich hab's geschafft. Wer ist das denn? Jedenfalls nicht ich. Menü. Vor der Vesna hat wohl ungebeten Seid Dienst. ruhig froh. Traut euch. Diese widerspenstige Ich bin ein Popo-Meister. Seid ihr's? Hexer! Hilfe! Schwimmt ab, Mehlhaut. Hier sind keine Ungeheuer. Schrumpfen euch die Eier, Butch? Schnauze, Weib. Ich zeig euch ein paar Eier. Die werdet ihr in Bälde verlieren. Na also.
fürchte mich vor Hunden und Strolchen. Doch ich muss nach Hause. Gewiss doch. Gewiss doch. Moment, ich muss die Jungs noch alle hier komplett nackig machen. Na gut. So. Seid ihr hier zu Hause? Wohl nicht. Blut und Dellen an der Rüstung beweisen, dass sie einem Krieger gehörte. Aber dieser Fettwanst hat mehr Erfahrung mit Krügen als mit Schwertern. Oh, also. Nein. Moment, ich kümmere mich gleich um den. So. So. Oh. Schade. Abkauft, ich kann sie retten. Alter Gentleman. Okay, den Weg dann weitergehen.
Wie gibt's denn noch? Kann doch nicht mehr viel sein. Einer. Na jo. Eiertrunkenen Gehirne. Moment. Also. Heute mitten auf dem Weg. Naja, gut. Dann. Und hoch hier. Ja. Bin hier die Tür da. Ich glaube, du hast ein schönes Feuerchen.
Kirche? Lasst euch nicht töten! Ich tue mein Bestes. Abgeschlossen. Du schon wieder. Oh, ihr seid unheimlich. Na, du erst. Sprecht, schnell. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. Sprecht, schnell. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich habe die Köpfe von Ertrunkenen. Wo ist meine Belohnung? Hier. Möge das ewige Feuer euren Weg erleuchten. Moment mal. Sprecht, schnell. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem weißen Frost retten. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Itlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer? Das ewige Feuer. Ohne Zweifel. Kehrt in euer finsteres Leben zurück, Heide. Noch etwas. Sprecht, schnell. Adieu. Sprecht, schnell. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur tatsächlich. So steht. Ach, die alte. Ihr macht. Wer immer Gottes Lästerei. Noch etwas. Sprecht. Adieu. Habt ihr Gerüchte über Banditen gehört? Sollte ich mich sputen? Halt, wo ist dieser komische Utlu oder Otlo? Odo. Welle, das hab ich. Bitte, den habe ich doch gefunden. Wo ist der? Da unten. Ah.
Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Wo könnte ich einen Pass bekommen? Der Orden der brennenden Rose hat Pässe. Das ewige Feuer bekämpft die Pest. Ich habe hier keine Ritter gesehen. Könnte der Geistliche etwas wissen? Der ist schlau. Fragen kann nicht schaden. Lebt wohl. Der Geistliche... Der Geistliche... ich soll... Tote Leute. Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Orens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal. Solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Wo ist ein Data? Ja, wir gucken, wir besuchen noch mal die Hexe. Und wenn wir die dann haben, geht's zum Club. So. So. Was wollt ihr? Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alvin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Na gut. Was wollt ihr? Das... Ha. Das ist H.
Ich bin ein Hexer. Ein Monstertöter. Warum mein Haus bewaffnet heimsuchen? Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Beruhigt euch. Ich will euch nichts antun. Ich muss euch nur ein paar Fragen stellen. Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Geralt. Jetzt kennt ihr meinen Namen. Trinkt etwas, Meister Gerber. Ich hasse Spione und jedermann weiß, dass Spione nicht trinken. Na dann, Prost. Ja, können wir jetzt fragen? Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Ein Ring des ewigen Feuers. Muss vom Geistlichen sein. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich hab da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Diese Pflanzen leben, waren erst recht nützlich, verschlangen Maulwürfe und Insekten. Wo liegt denn das Problem? Jetzt sind sie so groß wie ein Mann, mit riesigen Ästen. Glücklicherweise sind sie tagsüber unter der Erde, aber ich habe Angst, mich ihnen zu nähern. Mal sehen, was ich tun kann. Aber das kostet 120 Orens. Ich bezahle 50 Orens. Trinken wir darauf. Fertig? 120 und keinen Ohren weniger. 2 Unkräuter für 70 Orens. Ich sagte 120. Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Prost. Ganz schön starkes Zeug. Wie wär's mit 100? Abgemacht. Und einen zum Abschied. Das ist gemein. Ja. Mein Gott, das sind ja jetzt hier Pflanzen.
Fernsehen? Nix. Welches von den 25 Türen war denn jetzt richtig? Komm mal her. Aha, jetzt willst du nicht. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Ihr wollt eure 80 Orens? Ja. Wir hatten uns auf 100 geeinigt. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. Jetzt hört mal zu. Schon gut, hier ist euer Lohn. Ich sagte euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr macht mir Angst. Ich riskiere meinen Hals für euch und ihr wollt mich betrügen. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe. Mit dem Baubau stimmt was nicht. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Dieser... Vorsicht, Kleiner. Was bewachst du? So. Oh. Ich will mal kurz hier rein. Okay. Hier der Eingang. Ach da. Herr Wirt. Geralt? Soltan, ich habe diese merkwürdigen Würfel gefunden. Sieht nach einer Zwergenarbeit aus. Es ist Poker mit Würfeln. Beste Unterhaltung. Man muss sich nicht so konzentrieren wie beim Kartenspielen, aber der Spaß ist nicht geringer. Würfel sind eine Erfindung der Zwerge. Nach dem Krieg wurden sie populär. Kein Wunder. Jeder Söldner hat gespielt. Und wie wird gespielt? Spielen wir eine Runde. Ich zeige euch, wie es geht. Ah, ja. Ja.
Was kann ich für euch tun? Habt ihr ein Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Ich dachte eigentlich, es wäre ein richtiges Zimmer. Naja, gut. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Wo ist Alvin? Eine hiesige Wahrsagerin namens Abigail nahm ihn unter ihre Fittiche. Ich hoffe, es war richtig, ihr den Jungen anzuvertrauen. Sie wirkt etwas seltsam. Ich statte Ihnen einen Besuch ab. Danke, Geralt. Wir sprechen uns noch. Da. Wie geht's denn jetzt weit? Wo ist sie? Ach, da ist sie. Ein Krähenauge. Weiße Möwe, Zutaten. Aha. Medizin. Götter segnet mich mit Geduld. Feuerstelle, Reisender. Feuerstelle, okay. Alte Magie durchführen. Ja. Na dann, ab in die Gruppe. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Brauche ich eine Fackel?
Zwangspause einlegen. Easy kotzt gerade. Bis gleich. Uiuiui. So, jetzt bin ich wieder. Ich vergeude meine Zeit. Was wollt ihr? Darf ich euch etwas fragen? Wenn es sein muss. Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten 2. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Die Formel kostet euch 30 Orens. Ihr benötigt Nezenersalz, Ginatsäure, Weinstein und Schweinefett. Ich kann euch die Zutaten verkaufen. Danke. Statt Nezenersalz könnt ihr auch Nieswurzblüten nehmen. Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Noch nicht. Dann sputet euch. Was wollt ihr? Komische
Was kann ich für euch tun? Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Ich bin pleite. Vielleicht ein andermal. Als Fackel? Was? Himbeeren, Blaubeeren. Oh. Danke. Verflucht, ich hab Durst. Kann hier eintrinken. Was wollt ihr? Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Mehr oder weniger. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links. Spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns.